Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Ich bin heute wieder mit Carsten unterwegs. Er ist hier endlich wieder zu Besuch und es ist auch natürlich alles abgeklärt. Carsten hat jetzt mittlerweile seine eigene Nachforschungsgenehmigung hier. Also kann hier suchen kommen, natürlich mit mir zusammen. Alleine wird er nicht suchen gehen, ne? Mein Lieber? Doch, Nein. heute Nacht. Die Goldmünzen klauen. Ja, wir sind hier heute auf einer neuen Ausgrabungsfläche. Also wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, nicht die andere Ausgrabung, sondern es ist eine komplett neue Ausgrabung. Und die Archäologen hatten hier schon so die ersten Befunde auch Richtung Bronzezeit. Also es könnte wirklich alt werden heute. Mal gucken, was kommt. Es ist keine einfache Fläche, muss man dazu sagen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also bleibt dran. Es könnte sehr spannend werden. Wir sehen uns dann nach dem Intro beim ersten Fund. Und hier Abo da lassen und liken natürlich. Ne? Nicht vergessen. So, wir haben das erste Signal. Ein schönes 82er. Ich glaube recht oberflächlich. Gucken wir mal. Da haben wir es auch schon. Und? Oh. Oh, es ist auf jeden Fall irgendwas Feuervergoldetes. Ah. Yes, wie geil. Mal gucken, was das ist. Herzform? Vielleicht ein alter Anhänger oder sowas. Haben wir. Das geht ja gleich geil los. Ja, ich glaube, es ist irgendwie eine Art Abzeichen vielleicht eher. Hier hinten sieht man so eine kleine Stelle, da könnte mal irgendwie eine Nadel dran gesessen haben, rangelötet. Da steht auch irgendwas drauf, aber nichtsdestotrotz ein schöner kleiner Fund. Hallo und herzlich willkommen hier mit neuer Lampe eingerichtet im Studio zum ersten Fund dieses Tages. Ich sagte gerade auf der Fläche, sieht aus wie ein Herz oder hat eine Herzform, ist natürlich Quatsch, da war das Fundstück noch ein bisschen dreckig, sondern ich würde sagen, es ist eher eine Blattform oder vielleicht sogar eine Form eines Baumes. Wir schauen mal kurz erstmal auf die Vorderseite drauf. Ist ganz schön verziert, wie ich finde, jetzt auch im gereinigten Zustand. Und hinten haben wir zwei Wörter draufstehen. Und natürlich diese Lötstelle, wo ich denke, dass vielleicht mal eine Nadel rangelötet gewesen ist. Ich drehe es euch mal um. Ein Wort davon kann man noch gut entziffern. Das andere habe ich eine Theorie, bin ich mir aber nicht 100% sicher. Und zwar steht dort Hoppstetter und darunter das Wort könnte Bonn heißen. Ich habe im Internet rauf und runter recherchiert. Ich konnte dazu partout nichts finden. Aber falls einer von euch sowas schon vielleicht mal gesehen hat, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und wir machen weiter mit den nächsten Funden. So 53er. Oh, voll im Schlammloch hier. Uah. Und weg ist es. Nee. Ich glaube, es ist irgendwas Kleineres. Gucken, ob wir es überhaupt finden. Ein Stück Scheiße. Ich wollte dazwischen schnitzen. So, während Carsten noch durch die Gegend irrt, haben wir hier schon das dritte Signal. Es springt ein bisschen, aber bis in den 90er Bereich rein. Gucken wir mal, direkt hier am Rand. Ach, das ist hier ein Matsch. Okay, zeigt da so ein 78er ungefähr. Vielleicht die erste Münze mit Glück. Nee, keine Münze. Ach.
Das ist, glaube ich, ein Stück von der Tube. Ach Mensch. Ein feines 90er, 91er Signal, also relativ tief. Bin mal gespannt, was das ist hier. Ist immer noch im Loch. Na, höre ich da schon Eisen knacken? Oder war das ein Stein? Ach, ein Stück Dose. Das hier ist Musik in meinen Ohren, Freunde. 83er, Leitwert, eine schöne Linie, ganz sauber. Könnte gut werden. Hier rüber. Silber. Ach, hör auf. Hör auf. Nicht dein Ernst. Ja, vor lauter Aufregung. Vor lauter Aufregung ist die Münze weg. Oh. Ich glaube 4 Pfennig. Ja. Nice. Tja, 1 Erste zu Münze 0. des Tages. 1 zu 0 für Flo. Ja, nun bin ich mal gespannt, was du da wieder für Ja, Aluminium also, hast. ja, pass auf. Pass auf. 1 zu 0 für mich. Die erste Silbermünze gucken wir uns gleich mal im Studio an. So kann es weitergehen. Da konnten wir die erste Münze ergattern und dann auch gleich noch eine Silbermünze. Das ist nicht unbedingt bezeichnend für diese Fläche, denn da liegt einfach so unglaublich viel Müll, dass man froh sein kann, wenn man überhaupt was Gutes findet. Also so ehrlich muss man sein. Hierbei handelt es sich um ein 4-Pfennig-Stück aus dem Jahr 1772 Braunschweig, Callenberg, Hannover. Und dann drehe ich sie euch auch nochmal um. Da können wir noch wieder schön das Herrschermonogramm erkennen. Und das sagt uns natürlich, von wem diese Münze geprägt wurde, nämlich von Georg III. Von 1760 bis 1820. Dann fing es an, ein wenig auf der Fläche zu regnen. Deshalb habe ich jetzt teilweise nur noch mit der GoPro gefilmt, um die richtige Kamera ein bisschen zu schützen. Und da ist der Ton leider nicht ganz so gut. Deshalb jetzt gerne entweder Kopfhörer aufsetzen oder vielleicht einfach mal die Untertitel aktivieren. Ist nicht die ganze Zeit so, nur bei den GoPro-Aufnahmen. Und wir machen weiter. Am Ende, denkt dran, gibt es einen richtigen Kracher. Deshalb gerne schon mal ein Like da lassen für den Algorithmus und auch gerne den Kanal abonnieren. Die zweite Münze. Ja, ich glaube, es ist ein Zinker. Aber dafür scheint der noch ganz gut erhalten zu sein. Oder ist das ein Zinker? Doch. Ich würde sagen, ja. 10 Pfennig. Ein ganz feines 88er. Mal schauen. Einen Wurm haben wir schon mal. Ja, klingt jetzt nicht mehr so gut. So, Wurm, dich retten wir erstmal. Das ist es. Oh. Oder? Ist das doch was Gutes? Ne, ist irgendwie ein Gewinde von irgendwas. So, ich habe mich mal ein bisschen ins Gestrüpp gewagt. Hier haben wir das nächste Signal.
Ein tiefes 87, 88er. Ich hoffe, dass es kein Müll ist. Ich sehe es, glaube ich, schon, oder? Ja, es ist leider Müll. Eine Kurbel von irgendwas. Mist. Hier haben wir eine ganz oberflächliche 85. Ich glaube, da reicht es, wenn wir mit dem Pinpointer gucken. Ja. Schon wieder. Carsten ist auch nur am Fluchen. Schon wieder ein Gewinde. Hier haben wir nochmal ein 75er Signal drin. Oh, ich sehe es schon. Es ist, glaube ich, eine Münze. Ich würde sagen, ja. Aber auch, ich glaube, in keinem guten Zustand mehr. Obwohl. Ja, ich müsste sie mal sauber waschen. Ich glaube, so schlecht sieht sie gar nicht aus. Von vorne vielleicht ist sie ziemlich verkrustet. Vielleicht irgendwie in die Richtung Rentenpfennig oder so. Da habe ich euch nochmal eine kleine Münzparade aufgebaut. Alles so Münzen, die so um den Zweiten Weltkrieg datieren. Zinkmünzen dabei. Ein kleines Münzfragment ist hier noch eine Silbermünze. Ein Fragment von einem Mariengroschen. Aber kann man auch leider nicht mehr viel drauf erkennen. Jetzt gucken wir uns noch einen Fund an. Und danach kommt schon der absolute Wahnsinn. Der Kracher dieser Folge. Bleibt dran. Das nächste 81er Signal. Irgendwo soll es sein. Da ist es. Und? Tja, diesmal auch nur ein Stück Scheiß. '86. Mal schauen. Klingt eigentlich ganz gut, aber das heißt nicht unbedingt was hier. Okay, wir haben es draußen. Oh, klingt schon wieder sehr groß. Oh, ein Herz. Ich glaube... Oh. Ist das Silber? Müsste ich mal reinigen. Ich glaube, es könnte ein Teil von einer Schnalle sein. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber es scheint so ein bisschen Silber durch. Ob es Silber ist eine gute Frage. Naja, schauen wir mal. Ich reinige es mal. Und ja, falls wir da noch irgendwie was Besonderes erkennen können, dann gucken wir uns das mal im Studio an. Ansonsten machen wir weiter. Da haben wir den nächsten Fund. Ich denke, es könnte sich vielleicht um das Fragment einer Schnalle handeln. Wir schauen nur mal schnell drauf. In Herzform, deshalb vielleicht eine Damenschnalle oder möglich vielleicht auch eine Schuhschnalle. Unten am Rand schimmert es so ein bisschen Silber. Ob es Silber ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Falls ihr so eine Art Schnalle schon mal gesehen habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Habe ich es jetzt so nicht zugefunden. Wir machen schnell weiter, denn ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Gleich kommt der Fund des Tages und der ist wirklich der Wahnsinn. Das nächste Signal 87. Wir haben es draußen. Ja, wo ist es? Ja. Ah, da war was.
Okay, wir sind drauf. Aber ich sehe noch nichts. Oh doch, ich sehe was. Die nächste Münze. Aber was haben wir hier? Ich glaube, man kann sie... Oder kann man noch was drauf erkennen? Nee, ich glaube nicht. Aber immerhin die nächste Münze. 94er. Ich glaube, es ist Müll. Ach, wo ist es denn jetzt? Oh, nee. 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 Ich glaube es nicht. Alter. Ich raste aus. Was hat er denn jetzt? Jetzt ruft er. Was ist denn das? Moment, ich komm mal rüber. Was hat er denn jetzt da? Also wenn du dich so freust. Guck dir das an! Alter! Das ist ein Taler. Alter, guck dir das an! Wow. 1549! Alter! Wieso? Das ist unglaublich. Du hast aber auch ein Scheißglück heute. Alter! Wow. Oh, nimm die mal in die Hand, wie schwer die ist. Ich weiß. Alter. Was ein Oschi. Junge. Leute, es ist einfach so krass, ey. Ich raste aus. Ich bin völlig am Zittern. Ich glaube, es ist ein Taler, also steht Talos drauf. Ich bin mir noch nicht genau sicher, woher er stammt. Ich glaube aus Lübeck. Und er ist einfach erhalten, als wenn er gerade geprägt ist. Und diese Münzen können richtig viel wert sein. Da bin ich schon gespannt, euch die gleich mal im Studio zu zeigen. So einen krassen Fund, den wir hier machen konnten. Definitiv ja einen Fund, den ich jetzt von meiner Wunschfundliste abhaken kann. Eine so große, massive alte Silbermünze, die auch noch wirklich top erhalten ist. Ihr wollt sie natürlich sehen, deshalb stelle ich sie euch hin und wir gucken drauf und ich erkläre euch, um was es sich da handelt. Und zwar handelt es sich natürlich nicht um einen Taler, das habe ich falsch gelesen in der Umschrift, sondern es handelt sich um eine Mark aus der Stadt Lübeck. Und in der Mitte sehen wir das Stadtwappen, umgeben von den Wappen von Hamburg, Wismar und Lüneburg. Das ist der sogenannte Wendische Münzverein, also ein Zusammenschluss verschiedener Hansestädte, die haben diese Münzen prägen lassen. Und dann drehe ich sie euch um. Da sehen wir zum einen natürlich wieder diesen charakteristischen Doppelkopfadler von Lübeck, wo ich mir nie merken kann, sag ich mal, dass das aus Lübeck stammt. Und sag doch mal ganz ehrlich, dieser Erhaltungszustand ist doch wirklich der Wahnsinn, oder nicht? Die Münze stammt aus dem Jahr 1549, lag fast 500 Jahre im Boden und wir haben hier so einen fantastischen Erhaltungszustand, also wirklich richtig krass. Und dann können wir dort ganz oben in der Mitte noch einen Hundekopf erkennen. Das ist auch noch ein Münzmeisterzeichen und das heißt, wir können hier auch noch den Münzmeister zuordnen. Nämlich stammt das von Joachim Thiele. Das ist 903er Silber und das Gewicht der Münze ist ungefähr so 18,6 Gramm, also eine richtig massive Münze. Und dann hat mich natürlich interessiert, was ist diese Münze wert? Ich bin fündig geworden auf MA-Shops. Da haben wir mal einen Vergleich. Da steht 545 € ist diese Münze wert. Wirklich der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann das Like nicht vergessen. Und was meint ihr? Soll ich da im Dickicht nochmal suchen gehen, wo ich diese Münze gefunden habe? Wollen wir da nochmal eine Folge zusammen verbringen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Grüße gehen natürlich nochmal an den Ausrüster meines Vertrauens, abenteuer-schatzsuche.de. Abonnieren nicht vergessen. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, dann schaut gerne rein. Die können auch Aufrufe gebrauchen. Wir sehen uns zum nächsten Abenteuer. Macht's gut.